Marinas in Barcelona sind die auch mitten in der Stadt. Also der Port Olympic, Port Forum, Bootsleichen, ja. Badalona in Aumasnau und in der Disse hier, weiß ich nicht, Party bis morgens um 6. Premia Mar. Wir sind ja jetzt schon eine Weile hier in Barcelona und wir würden euch gerne ein bisschen was über die Marinas in Barcelona erzählen. Wir hatten ja letztes Jahr, wenn ihr euch daran erinnert, in Lissabon das schon gemacht. Hier gibt es einen kleinen Unterschied zu letztem Jahr in Lissabon. Es gibt hier nämlich unheimlich viele Marinas und wir können tatsächlich nicht jede einzelne vorstellen. Das wäre, glaube ich, eine Serie von circa 10 Videos. Aber wir haben so ein paar Infos, die, glaube ich, nicht uninteressant sind und die möchten wir jetzt gerne weitergeben. Wir sind im Moment im Port Vell. Port Vell ist die Innenstadtmarina von Barcelona und ist auch die, glaube ich, an die man zuerst denkt, wenn man an Barcelona denkt und dort mit dem Schiff hin möchte. Es ist wie in jeder Stadt, je weiter im Zentrum, desto beliebter, desto weiter muss man vorreservieren, desto knapper sind die Plätze und auch desto teurer sind die Plätze. Und ja, muss man wissen. Außerdem ist es hier so, es gibt eine Brücke und durch die muss man durchfahren und es ist auch nicht nur ein Hafen, es sind 2 Betreiber. Also da muss man sich rechtzeitig drum kümmern, wenn man das möchte. Also zentraler geht es wirklich nicht. Du bist hier echt mitten in der Stadt und wenn hier irgendwelche Veranstaltungen sind, sind die auch mitten in der Stadt. Also du bist im Leben, wenn du ein Wochenende Barcelona machen möchtest, ist das perfekt hier, weil also vieles einfach fußläufig zu erreichen und wirklich mittendrin. Es gibt noch eine Alternative zum Port Vell und zwar der Port Olympic. Der ist auch noch relativ zentral in der Stadt und wurde damals für die Olympischen Spiele hier gebaut. Es ist dort auch ein bisschen wie hier viel außenrum los. Es gibt ganz viele Restaurants und Bars und Kneipen. Es ist das Casino in der Nähe. Also auch da ist das mit der Ruhe so ein bisschen fraglich. Aber er liegt auch noch recht gut. Also ich glaube, für eine Woche oder so wäre der Port Olympic auch nicht verkehrt. Aber alles, was länger ist, sollte man sich überlegen, ob man nicht nach außerhalb möchte. Außerhalb in Anführungsstrichen, so wie wir jetzt zum Beispiel liegen. Bei uns spielt das Finanzielle natürlich auch eine Rolle, wobei uns der Stadtanschluss, der öffentliche Nahverkehr wichtig ist, dass der eben funktioniert und wir da die Möglichkeit haben, großartig. Ja, gut, kann man machen, ne? Für uns ist bei einer Stadt und bei einer Stadtmarina immer, bei uns ist wichtig, wenn wir in den Hafen gehen in der Stadt, ist uns immer wichtig, dass wir die Stadt auch gut erreichen können. Und es gibt noch um die Stadt herum einige Meerhäfen, wobei wir die Richtung Portugal rüber nicht kennen, aber die Richtung Westen, da kennen wir ein paar davon. Und deswegen würden wir euch da eine kleine Auswahl noch präsentieren, die aus unserer Sicht noch recht gut in Frage kommt. Also wer ein bisschen länger in Barcelona bleiben möchte oder auch ein bisschen mehr Ruhe haben möchte, hat die Möglichkeit, sich westlich von Barcelona umzuschauen. Es gibt nach dem Port Olympic noch eine quasi Innenstadtmarina, das ist der Port Forum. Zum Port Forum gibt es 2, 3 Anmerkungen. Das eine ist,
Es ist nicht klar ersichtlich, ob man gut einen Platz bekommt. Wir waren einmal kurz dort und haben gesehen, es sind sehr viele, ja, ich sag mal, alte Boote da. Also, das ist aber freundlich formuliert. Bootsleichen. Ja. Also ich weiß nicht so ganz. Und was gibt es noch dazu zu sagen? Direkt nebenan ist die Müllverbrennung und der Müll, der dazwischen gelagert wird, der stinkt fürchterlich, je nach Windrichtung. Außerdem war keine Infrastruktur direkt im Hafen. Nee. Zwar eine Straßenbahnhaltestelle in der Nähe. Und uns ist auch aufgefallen, an dem Tag, an dem wir dort waren, war viel Schwell im Hafen. Also sehr viel. Und wir wissen auch von einem Boot, was dort im letzten Sturm schwer beschädigt wurde. Ja. Genau. Also für uns war Portforum raus. Und dann verlassen wir quasi die Stadt Barcelona und gehen in die Vororte. Was aber kein Problem ist, weil es hier eine super Anbindung gibt. Der nächste Hafen wäre dann Badalona. Badalona liegt gut, was die Entfernung zur Innenstadt angeht, aber die S-Bahn ist, oder Vorstadtbahn ist es ja, keine S-Bahn. Haltestelle ist ein bisschen davon entfernt, aber es gibt einen großen Supermarkt. Genau. Badalona wurde auch relativ häufig genannt. Da kann man gut liegen. Wir selber kennen es nicht, wir waren noch nie dort, aber es wurde häufig genannt. So. Nochmal zu der Erschließung. Grundsätzlich alles, was westlich von Barcelona liegt. Es gibt die Vorstadtbahn, die fährt direkt am Strand entlang. Und mit der sind wir jetzt praktisch ständig zwischen Barcelona und hier unterwegs. Und wo hier ist, kommt jetzt. Genau, wir sind jetzt hier in Aumasnau. Das ist direkt an der S-Bahn-Haltestelle und unser zweiter Hafen hier in Barcelona und wir sind sehr glücklich hier. Genau. Was es für uns sehr interessant macht, es ist ein Hafen, wo ein bisschen was los ist und es gibt hier das, was wir brauchen, wenn wir länger irgendwo sind. Es gibt hier einen Waschsalon, es gibt einen Tischler, es gibt einen Schiffszubehörhandel, es gibt einen Motorfritzen, es gibt einen Segelmacher. Also eigentlich die Top-Sachen. Einkauf ist ein bisschen weiter weg, aber trotzdem gut zu erreichen. Und links und rechts ist Strand, das ist auch sehr schön. Aber nochmal kurz zu den Kritikpunkten, die in Navili drin stehen. Also es heißt, es ist sehr laut. Das können wir so nicht unterschreiben. Man hört natürlich tagsüber die Werft, wenn sie Boote abschleifen, spritzen, sonstiges. Und man hört abends mal ein bisschen was von den Restaurants. Es kommt aber immer darauf an, wo man jetzt direkt natürlich liegt. Und also wir finden das nicht schlimm. Wir hatten das schon deutlich lauter. Was auch genannt wurde, ist die Sicherheit, dass die nicht gut ist, dass die Leute aufs Boot klettern. Was stimmt ist, dass der Zugang zu den Hauptstegen, da gibt es zwar Tore, die sind aber offen zwischen 8 und 20 Uhr. Das heißt, tagsüber kann jeder auf jeden Steg und theoretisch auf jedes Boot klettern. Wir persönlich haben es noch nicht erlebt. Nee. Also es gibt hier in der ersten Reihe, das sieht man bei uns im Hintergrund wahrscheinlich, in der ersten Reihe liegen Boote, das sind aber fast alles Verkaufsboote. Und die Eigner Boote liegen alle nicht in erster Reihe. Wie das jetzt im Sommer ist, das können wir natürlich nicht sagen. Es kann sein, die Restaurants sind sehr beliebt hier. Es kann natürlich sein, dass im Sommer hier am Wochenende Ringelpiez mit Anfassen ist. Und in der Disse hier, weiß ich nicht, Party bis morgens um 6 in voller Lautstärke. Das können wir nicht sagen. Jetzt im Winter und im Frühjahr ist es sehr angenehm und das Gute ist halt, dass man alle Läden hier hat, die man braucht und die S-Bahn ist direkt nebendran. Genau. Sommer ist ein super Stichwort. Die haben hier übrigens keine Sommerpreise. Das heißt, man muss auch nicht so drauf achten, wenn man mal in den Mai, in den Juni reinkommt. Das bleibt derselbe Preis, finde ich sehr angenehm. Nochmal was zu den Preisen. Hier auf der gesamten Strecke ist es sehr stark unterschiedlich, was in den Preisen mit drin ist. Also was nie mit drin ist, ist schon mal die Steuer. Da könnt ihr schon mal 21% draufrechnen.
Und dann ist es von Hafen zu Hafen unterschiedlich, ob jetzt Strom mit drin ist und ob Wasser mit drin ist. Und weil wir ja mehrere Monate über den Winter lagen, war das natürlich für uns jetzt auch wichtig. Und deswegen sind wir jetzt hier, weil hier ist der Strom mit im Preis schon inkludiert. Also wir liegen hier sehr ruhig. Es ist fast kein Schwell. Also wir hatten einmal ja, wenn ihr euch erinnert, ziemlich starken Sturm. Und selbst da war das Boot noch echt ruhig gelegen im Vergleich zu anderen Marinas. Zur nächsten Marina über, ne? Premia Mar. Genau, Premia Mar lagen wir auch mal 2 Monate. Das war praktisch die Notmarina, als ich nicht dorthin kam, wo ich hin wollte und ganz schnell abfahren musste. Premia Mar wird häufig genannt von Leuten, die hier überwintern. Ich glaube, es ist auch wirklich eine ganz gute Marina, oder beziehungsweise wir können es beurteilen, wir waren ja dort, nämlich was die Sicherheit angeht. Du hast jeden Steg von vorne, ist abgetrennt mit einem Tor und du brauchst eine Chipkarte, um drauf zu kommen. Das ist natürlich deutlich sicherer als hier, aber es ist auch teurer als hier. Premia Mar hat sehr super tolle Einkaufsmöglichkeiten. Direkt vor der Nase ist ein quasi Einkaufscenter, wo du eigentlich alles bekommst. Es ist ein Aldi, es ist ein Bioladen da, es ist ein Feinkostgeschäft da, man kann essen, viele Restaurants. Es ist ein schöner Strand da, aber der Weg zur S-Bahn ist relativ weit. Ja. Also du läufst eine Viertelstunde, was grundsätzlich nicht so schlimm ist. Geht am Strand entlang, muss man. Geht am Strand entlang. Wenn man aber abends noch in der Stadt unterwegs sein möchte, ist das natürlich nachts im Dunkeln. Dann muss man wissen, dass man da noch lange unterwegs ist. Und für mich alleine zum Unterwegslaufen war das jetzt zum Beispiel nichts. Aber es ist eine schöne Marina, gepflegt, relativ neu, gibt auch einen Waschsalon. Die Mitarbeiter sind sehr nett. Also grundsätzlich nichts dazu zu sagen, nur der Weg in die Stadt ist uns zu weit gewesen. Dann geht es noch ein bisschen weiter, da können wir auch nichts mehr zu sagen, das ist Mataró. Mataró war uns jetzt auch schon wieder zu weit. Genau. Muss man einfach so sagen. Wenn man in die andere Richtung sich etwas sucht, da ist das nächstgelegene Castelldefels. Das ist ungefähr so weit von Barcelona entfernt wie Mataró, also weit. Es ist mit den Öffentlichen, auch da fährt die Vorstadtbahn, auch das ist gut zu erreichen. Man ist halt allein mit der Bahn irgendwie über eine Stunde unterwegs in die Stadt rein. Wenn es passt, dann ist das super. Für uns war das jetzt nicht das Richtige. Ja, was für Castelldefels vielleicht sprechen könnte, ist, dass es auf der Seite der Stadt ist, auf der auch der Flughafen ist. Das heißt, wer zum Flughafen möchte, ist deswegen kürzer unterwegs. Von hier aus sind es gute 1,5 Stunden mit dem Öffentlichen. Mit dem Taxi ist von hier aus 40 Minuten. Also wir können auf jeden Fall Barcelona empfehlen. Es ist eine super tolle Stadt. Ich denke, es ist ähnlich, wie es mit Lissabon war. Vor der Saison ist es deutlich angenehmer als im Sommer. Ich glaube, im Sommer ist diese Stadt unfassbar voll. Also bestimmt unfassbar voll. Sie ist im Winter schon reichlich voll. Wir sind froh, dass wir jetzt im Winter hier sind und uns die Stadt anschauen können. Nehmt sie auf jeden Fall mit. Es lohnt sich, das Geld auch für die Marina auszugeben, für die Stadt. Es ist eine tolle Stadt und es ist viel zu sehen und sie macht wirklich Spaß und es ist auch alles gut zu erreichen. Es wäre schade, Barcelona nicht zu sehen. Ja, ist einfach so. Kann ich nur recht geben. Zu Preisen, wie letztes Jahr auch in Lissabon, wollen wir gar nicht so viel sagen, weil zum einen verändert sich viel und zum anderen, jeder hat eine andere Größe von Boot. Und wenn ihr die Preise wissen wollt, dann schaut nach, fragt nach, das ist einfacher, weil die Aussage, die wir jetzt treffen, kann nächste Woche schon wieder falsch sein. Genau. Barcelona solltet ihr auf keinen Fall auslassen. Marion war immer dafür, dass wir nach Barcelona fahren. Ich wäre ja auch dran vorbeigefahren, aber sie hatte recht. Ihr habt gesehen, es gibt verschiedenste Marinen hier in der Nähe, Marinas in der Nähe. Und sicherlich ist auch für euch eine dabei. Wenn ihr irgendwelche Anmerkungen oder Fragen dazu habt, dann gerne damit rein in die Kommentare. Vielleicht auch gerne eure Erfahrungen, dass die anderen auch was davon haben. Und ja,
Wenn es sonst nichts mehr gibt, dann vielen Dank, dass du bis hierher dabei warst. Share, like und comment. Jetzt kriege ich wieder Haue, weil ich Englisch geredet habe. Genau. Und dann folgen, gefallen und kommentieren. Genau, um es auf Deutsch zu sagen. Das versteht jetzt keiner, aber macht auch nichts. Also Knöpfchen drücken und was unten drunter schreiben ist immer super. Ne? Und bis zum nächsten Mal. Dankeschön und tschüss.